So, Hallöchen, Hallöchen. Heute mal kein Gaming-Stream, sondern IRL. Ja, der Zahn ist immer noch nicht gemacht. Wann hätte es passieren sollen seit Freitag? Ne? Ich glaube, Freitag habe ich das letzte Mal gestreamt oder Samstag. Ja, trotzdem wollte ich mal ein bisschen was von Aschaffenburg zeigen, aber halt auch vor allem was über mich erklären, über mein Projekt erklären. Ich bin jetzt hier an der Großmutterwiese am Ludwig-Denkmal, weil ich vorhabe, mal zur Hochschule dahinter zu laufen, weil im Park, direkt in der Innenstadt, muss man kurz einen Moment warten. Ja, hier ist relativ viel los. Es ist Feiertag. Ja, also im normalen Park, also das ist im normalen Park, das ist auch ein normaler Park, die Großmutterwiese, Park dem Schöntal habe ich ja schon relativ viel fotografiert, habe auch Videos gemacht auf YouTube und also Shorts vor allem gemacht auf YouTube darüber. Und jetzt geht es mal durch die Großmutterwiese. Die Kamera umdrehen kann ich hier nur sehr bedingt, denn hier ist verdammt viel los. Aber die Großmutterwiese ist eigentlich mehr oder weniger Spielplatz, Fußballplatz. Ähm, Hier ist auch ein Beachvolleyballfeld, das vor ein paar Jahren fertig wurde. Und es ist eigentlich so ein Treffpunkt und kein richtig großer Park. Das sind einfach nur Wiesen, wie der Name sagt. Ganz hinten ist das ist kein Schwimmbad, sondern so ein großes Planschbecken, einfach nur für Kinder. Ja, ich wollte auch ein bisschen über mich erzählen, denn das habe ich, glaube ich, auf Twitch so noch nie. Also immer mal zwischendurch. Also ich bin die Anne, bin 43 Jahre alt und ich habe gesichert eine bipolare Störung, die mit Lithium behandelt wird auch und sehr gut unter Kontrolle ist, aber auch noch höchstwahrscheinlich, das ist nicht ganz so gesichert, aber es ist höchstwahrscheinlich auch noch zusätzlich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, auf jeden Fall sehr starke Anteile einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und das verursacht sehr viel mehr Probleme, denn das lässt sich nicht so einfach mit einem Medikament behandeln. Da muss man selber ran. Und da bin ich auch dran, circa seit 2009. Und seit der Gabe von Lithium, die dann auch dafür gesorgt hat, dass ich keine latenten Suizidgedanken mehr habe, konnte ich dann auch meinen Selbsthass und meine Überemotionalität und meine Ich-Störungen und alles angehen. Und bin da auch weitergekommen, sehr viel weitergekommen, wie ich finde. Aber es ist halt immer noch nicht perfekt. Es wird ja auch nie perfekt sein, es wird nie weggehen. Und insofern vor allem seit 2021 da ein bisschen weitergekommen mit der Arbeit an mir. Muss ich gerade aufpassen, ich laufe an den ganzen Buhl-Spielern vorbei. Hier wird immer sehr regelmäßig, wenn das Wetter schön ist, Buhl gespielt. Oder Boccia, also das kenne ich auch. Ja, also wie gesagt, ich arbeite an meinen Problemen, besonders am Selbsthass, der sehr massiv war. Aber bevor diese latenten Suizidgedanken weg waren, hatte ich quasi gar keine Chance, da ranzugehen, weil die so übermächtig waren. Und es wird ja dann auch keine Planung stattfinden und kein Denken in die Zukunft, wenn der größte Gedanke jeden Tag ist, wann bringe ich mich um, warum kann ich nicht tot sein, wie lange soll ich das noch aushalten, dann denkt man nicht darüber nach, wie man besser leben kann, sondern wie man schnell genug sterben kann. Und als das weg war, konnte ich das angehen. Und wie gesagt, seit 2021 bin ich da dran. Dann hatte ich eine ziemlich faszinierende und dramatische Beziehung in den letzten 1,5 Jahren, die mir nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass ich wirklich an meinem Selbstwert arbeiten muss, dass ich meinen Selbsthass wegkriegen muss oder kleiner kriegen muss zumindest, anders kriegen muss, integrieren muss irgendwie. Und das war teilweise, weil er einfach eher sehr kluge Sachen gesagt hat,
die ich auch dann wirklich mir zu Herzen genommen habe und umgesetzt habe. Teilweise auch, weil er selbst, wie ich mutmaße, derartige Beziehungsprobleme hat, also so Probleme damit, Beziehungen zu leben, dass er meine Probleme, meine Beweggründe, meine Bedürfnisse gar nicht ernst nehmen konnte und mich einfach immer wieder überfahren hat. Ich immer wieder versucht habe, dagegen anzukommen und dadurch auch, also nicht nur durch seine klugen Äußerungen, die teilweise ja wirklich kamen, sondern auch durch seine, ja, wenn man es so will, Fiesheiten, aber ich glaube, dass er wollte nicht gemein sein. Also ich glaube, er wollte eigentlich gut zu mir sein, aber das konnte er nicht. Und dadurch habe ich aber auch viel gelernt, gerade seit November. November war ein großer Bruch. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, lest einfach auf Wattpad. Es hat eine eigene Geschichte bekommen, ein eigenes Kapitel bekommen, dieser riesige Bruch. Und da könnt ihr das alles nachlesen, was da war. Vor allem, welche Verarbeitung in meinem Kopf nach dem 15. November letzten Jahres dann bei mir stattfand. Ja, so viel ein bisschen dazu. Ansonsten, ja, man könnte mich als gescheiterte Existenz betrachten. Ich habe schon eine Weile aufgehört, mich so zu betrachten. Denn ich habe noch nicht so arg viel erreicht in meinem Leben. Außer, dass ich noch lebe und außer, dass ich mittlerweile einigermaßen klar komme. Das war für mich beides lange Zeit nicht festgestanden. Und ich bin einfach lange Zeit mit Krisenmanagement beschäftigt gewesen. Und in diesem ganzen Krisenmanagement, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, ist auch diese Idee entstanden, ich bin Gamer, und ist diese Idee entstanden, das Leben doch als Game zu betrachten. Ich habe es vorher schon teilweise als Theaterstück, als Film, als niemals endende Serie betrachtet, aber dann als Computerspiel, wo ich quasi der Handelnde, die Person bin, die entscheidet. Oh, jetzt kommt, Moment, ich mache mal kurz auf leise. So, es wird wieder ein bisschen leiser. Ich habe euch mal gezeigt, ich bin quasi am Rand vom Stadtwald, am Rand der Fasanerie. Die schließt an die Großmutterwiese. Also RPG Real Life, die Idee ist geboren aus den Ideen, das Leben wie ein Theaterstück oder wie eine Serie zu betrachten, weil ich dann immer sagte, naja, ich will wissen, wie die nächste Staffel weitergeht. Ne? Aber jetzt bin ich quasi, dadurch bin ich selbst handelnd geworden. Das habe ich lange Jahre relativ extensiv betrieben, diese Betrachtungsweise. Mittlerweile habe ich das stark intensiviert mit Hauptquests, mit Nebenquests, mit Daily Quests, mit Weekly Quests, die ich mir natürlich größtenteils selber gebe. Seltener geben mir andere Personen Quests. Kann auch mal ein Arzt sein oder so, der mir eine Quest gibt. Kennt ihr vielleicht. Oder ein Kumpel oder so. Oder die Mutter. Ich glaube, es wird gleich wieder laut. Das hier ist der Weg zum Krankenhaus. Ja, das kann man halt nicht bestimmen, wenn man draußen ist. Naja, also wie gesagt, ab und zu kommen Nebenquests auch mal von anderen. Die Hauptquest sollte von einem selbst kommen. Aber die Dailies setze ich mir natürlich auch selbst. Das ist eines meiner größten Schwierigkeiten. Ist, was für andere sehr selbstverständlich ist oder höchstens nervig ist, höchstens stressig ist für mich einer der größten Faktoren, der mich immer wieder verzweifeln lässt, jeden Tag, ist nämlich der ganz normale Alltag, der ganz normale Haushalt. Da scheitere ich immer wieder dran. Und dieses Quest-System, das ich jetzt seit vielleicht 3 Monaten relativ strikt durchziehe mit den Daily Quests, auch natürlich mit kleinen Belohnungen und so, das hilft mir enorm. Das hat enormen Fortschritt gebracht.
so sehr, dass ich selbst überrascht bin. Momentan bin ich weit genug, dass ich im Bossfight bin. Also die normalen Mobs sind quasi weg. Und auch das ist auf Wattpad nachzulesen, aber in der Hauptgeschichte und in der RPG Real Life Geschichte. Denn das ist für mich der größte Fight meines Lebens, mal in einer wirklich durchorganisierten Wohnung. Und zwar bin ich momentan, der Boss ist quasi, also die Erdmobs und alles, das wird alles in der Geschichte beschrieben, aber der Boss ist, die einzelnen Kisten durchsuchen, die Krubbelecken wegmachen, also die Kruschecken wegmachen, durchsortieren, die einzelnen Schriftstücke abheften. Und ja, das ist, wenn ich das durchhalte, aber das sind noch ein paar Tage Arbeit, ne? Wenn ich das durchhalte, ist das der beste Zustand, den ich je erreicht habe in dieser Hinsicht. Dann sage ich mir selbst, also es gibt immer in RPG Real Life, levelt man sowieso automatisch, jedes Jahr. Ich bin Level 43. Und was man aber nicht automatisch levelt, ich muss hier zurücklaufen, das ist gesperrt, was man nicht automatisch levelt, sind die Fähigkeiten. Fähigkeiten muss man wirklich erlernen. Und es gibt Fähigkeiten, die leveln bei manchen Leuten nicht. Ich sage da immer scherzhaft, mein Ex-Partner, ich nenne ihn immer Pete, in meinen Geschichten, mein Ex-Partner, der hat Beziehung auf Level 0 gespielt und konnte da irgendwie nicht leveln. Nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Unfähigkeit. Und ich konnte halt die Fähigkeit, ich nenne sie Pragmatismus First, konnte ich nicht leveln, also ganz normal der Alltag. Und da gehört Haushalt dazu als riesiger Punkt, insgesamt Haushalt. Da gehört Behördengänge dazu, da gehören Arztgänge hinzu, da gehört alles Mögliche dazu, was nervig ist für die meisten Leute, aber schaffbar. Und den konnte ich nicht leveln. Und jetzt, oh nein, Hörnchen, ich war zu spät, um die Kamera umzudrehen. Und jetzt bin ich quasi in der Lage gewesen, durch mein relativ strikt durchgeführtes RPG Real Life, also mit Daily Quests vor allem, meine Wohnung auf den Stand zu bringen, dass ich sage, wenn ich jetzt auch noch wirklich durchorganisiere, wirklich alle Gruschecken beseitige und einsortiere, wegsortiere, wegschmeiße, was ich nicht mehr brauche, dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Pragmatismus First gelevelt. Also der größte Fight meines Lebens. Wie gesagt, ist auch nachzulesen. Was momentan ja läuft als Streams, gehört auch zu dem RPG Real Life Arc. Das ist Baldur's Gate 3. Da hatte ich angefangen mit einem Ehre-Speicherstand, also wo man dann auch nur einen Speicherstand hat. Allerdings war mir das vom Schwierigkeitslevel zu hoch. Denn Baldur's Gate 3 mit seinen ganzen Kombis und sonst irgendwas, das ist nicht so ganz mein Spiel vom Gameplay her. Und deshalb tue ich mir das sehr schwer, wie im realen Leben auch. Ich tue mir halt sehr schwer, wo andere sich sehr leicht tun. Ja? Und deshalb hat es auch gepasst, aber ich bin natürlich irgendwann gestorben. Und dadurch ist der Ehre-Spielstand weg, aber ich spiele weiter auf individuell. Und auch das läuft nicht so gut, aber ich mache weiter. Und davon wird es auch weiter Folgen geben, weil das für mich auch ein bisschen mit zu meiner Entwicklung für RPG Real Life geht. Ich hatte gerade gesagt, man kann sich selbst Quests geben, die Nebenquests variieren. Die Hauptquest hatte ich mir schon relativ früh gegeben, da habe ich das noch sehr extensiv gespielt. Das war die Hauptquest 90 Jahre alt werden. Also wenn ich es nicht schaffe, wird es ja kaum hinterher mir leid tun. Ne? Aber meine Hauptquest ist 90 Jahre alt werden. Dann hatte ich noch eine zweite Hauptquest. Die bleibt im Hintergrund, die ist aber vorerst zurückgestellt. Die habe ich mir erst vor so 1,5 Jahren gegeben, gut 1,5 Jahren. Das ist Pete verstehen. Das ist für mich der unverständlichste Mensch, der mir je begegnet ist. Und insofern, ja, war das mal eine Hauptquest, ist vielleicht noch eine Hauptquest, kommt darauf an, wie viel Kontakt wir noch haben. Zurzeit halten wir uns ein bisschen voneinander fern. Wahrscheinlich auch besser so.
Das ist ebenfalls eine Hauptquest. Und dann gibt es noch eine Hauptquest, die habe ich eigentlich schon lange, aber die ist noch nicht so ausformuliert. Und das ist so ein bisschen Bindeglied sein, weil ich so in vielen Welten ein bisschen mitschwimme, in keiner so richtig drin bin. Und ich sehe gerade, mein Plan geht hier nicht auf, ne? Weil ich dachte, die wären hier mit der Baustelle schon fertig. Ich bin gerade an der Hochschule und wollte euch eigentlich zeigen, wie schön es auf dem Gelände ist, aber die Baustelle ist noch voll im Gange. Vielleicht gehe ich mal auf den anderen Eingang. Und was soll ich jetzt sagen? Ja, das ist vielleicht auch noch so eine Hauptquest von mir, so kleine Anregungen zu geben, auch mal in andere Welten zu gucken, auch mal andere zu sehen. Dazu gehört mein Dreiklang, mit dem ich manchmal Leute schon nerve, aber mir ist es egal. Ich glaube, wenn man ein ethisch gutes Leben führen will, nicht moralisch, ein ethisch gutes Leben führen will, sollte man über diesen Dreiklang mal nachdenken. Der geht wie folgt: sich selbst reflektieren, wirklich in sich gehen und nicht bei Selbstabwertungen stehen bleiben oder bei Beschimpfungen oder so, sondern wirklich reflektieren, was sind meine Beweggründe, warum handle ich so und nicht so, was hat mich dazu gebracht und so weiter. Und dann, wenn man diesen Schritt gemacht hat, ehrlich zu sich selbst sein, diese in Anführungsstrichen schlechten Beweggründe auch mal anerkennen. Also sagen, okay, da habe ich egoistisch gehandelt, okay, da habe ich gehandelt, weil ich diese und diese Prägung von der Kindheit habe. Da habe ich vielleicht ungerecht gehandelt, auch mal anerkennen, also radikal ehrlich zu sich selbst sein. Und dann in der dritten Stufe anerkennen, dass alle Menschen so sind. Dass alle Menschen eine ganze Welt, eine Lebenswelt aus verschiedenen Beweggründen, Bedürfnissen, kulturellen Prägungen und so weiter sind, die so vielfältig ist, dass es halt eine ganze Lebenswelt ist. Und wenn man das, glaube ich, geschafft hat, ich glaube, wenn man das geschafft hat, sich zu reflektieren, ehrlich zu sich selbst, also keine Doppelmoral und andere genauso Menschen wie sich selbst sehen, ich glaube, dann hat man keine Probleme oder wenig als ethisch guter Mensch durchs Leben zu gehen. Ja, jetzt gucke ich gerade, wo hier der Eingang ist. Hat sich hier alles ein bisschen verändert. Ach, da. Jetzt gucke ich mal, ob von hier aus wenigstens das einigermaßen nett aussieht oder ob wir da auch nur durch die Baustelle laufen. Nee, das hat sich alles ein bisschen verändert hier. Ja gut, dann laufe ich da entlang, dann wieder zurück. Ja gut, das war jetzt zu mir und zur Entwicklung des RPG Real Life. Das ist natürlich jetzt etwas schade. Ich hatte gehofft, es kommt mal jemand in den Stream hinein. Aber das ist ja auf Twitch sehr schwer, Leute in den Stream zu kriegen. Und ja, insofern dann heute auch nicht. Sonst hätten wir jetzt vielleicht noch Fragen dazu. Was könnte ich ohne Fragen noch erzählen? Ich denke nicht mehr viel. Ich will jetzt wenigstens noch ein bisschen Zeit verbummeln, dass ich nicht so hinter dem Vater mit Kind da festhänge. Also ich bin jetzt eigentlich über die Brücke und zurück. Aber das funktioniert nicht so einfach. Ich werde das Video zumindest teilweise oder ganz auf YouTube auch veröffentlichen als VOD, einfach, dass es erhalten bleibt. Ich werde das auch teilweise auf Wattpad erwähnen, sicherlich. Und ja, dann mal schauen. Jo, dann würde ich sagen, mal tschüss und in Anführungsstrichen bis zum nächsten Mal, weil es kommt ja nie jemand in den Stream. Dann bis zum nächsten Video, würde ich sagen.